Hello. Hallo zusammen. So how is everyone doing? Wie geht's allen da? How are you all holding up? Wie schlagen ihr euch so durch? For me, I think everything has just become a little too much. Für mich, ich denke mir, ist alles so ein bisschen zu viel geworden. We have been in lockdown so long now. Wir sind so lange schon in diesem Lockdown. I feel like I've actually forgotten what normality actually is. Ich habe fast schon langsam mal vergessen, wie die Normalität war davor. Some days, quite frankly, I've had too much. Manchmal, gewissen Tagen habe ich einfach wirklich zu viel. So I guess this talk has been written in a slightly selfish way, Natürlich hat die Predigt darum auch so ein bisschen etwas egoistisch an sich. in order to relieve some of what I've been feeling recently. Und ich mache das jetzt einfach auch, um auch ein bisschen Dampf abzulassen. I think that it's natural for us to feel overwhelmed, Ich glaube, es ist eigentlich ganz normal, sich zu überfordert zu fühlen. especially in the middle of a worldwide pandemic. Mitten in einer weltweiten Pandemie. And hopefully some of you might be able to relate in some way to what I have to say. Und hoffentlich könnt ihr euch auch ein bisschen wiederfinden in dem, was ich heute sage. Now, before the lockdown, I met a friend for a catch-up. Kurz vor dem, dass alles zugemacht hat, habe ich einen Freund getroffen, eine Freundin. She told me a story about what had happened to her the day before. Sie hat mir eine Geschichte erzählt, was ihr passiert ist, gerade am Tag davor. She said her children were sat working at the kitchen table. Sie hat mit ihren Kindern zusammen gearbeitet und die Kinder sind am Küchentisch am Arbeiten gewesen. She said it was amazing. They were completing their homework in silence. Und sind alle ganz so still, sind zum Arbeiten gewesen, ihre Hausaufgaben am machen. She said she just let them know that she was popping down to the washroom to put some washing in. Und dann hat sie den Kindern gesagt, «Hört, ich gehe einfach ganz schnell runter in die Wäschküche, um etwas zu machen. She said, Nadine, I was literally gone 5 minutes. Und sie hat gesagt, Nadine, ich bin im Fall einfach 5 Minuten weg von meinen Kindern. She said when she came back up the stairs, she could hear screaming Und coming from her wo apartment. sie die Stege raufläuft und um die Ecke so lost, hat sie gehört, wie die Kinder am Schreien waren. She opened the door to find both children hiding behind sofas with knives in their hands. Oh my word. Sie hat ihre Kinder gesehen und hat um die Ecke. Sie sind irgendwie hinter dem Sofa gsi und haben scharfe Messer in der Hand gehabt. Now, I'm not talking those, small blunt knives that you might use to eat your dinner. Es sind nicht Buttermesser gsi, die man so braucht zum Nacht oder zum Morgenessen. It was the large, sharp kitchen knives. Sie haben da die grossen Küchenmesser gehabt, die man braucht zum Knoblauch zu schneiden und so. They were actually trying to kill each other. Sie waren wirklich dran einander am Verdolchen. Oh Gott. She repeated the story again, Sie hat die Geschichte wieder erzählt. as if she was still coming to terms with what had happened. Und sie hat so erzählt, dass man gemerkt hat, sie ist immer noch am Prozessieren gewesen, was da am Laufen war. I left them at the table, working in Ich habe sie silence. verlassen, da am Tisch. Sie sind still am Arbeiten gewesen. I came back Ich and komme they had zurück blades in their und sie haben hands, die Klinge in der Hand. and they were trying to stab each other. Und sie sind dran gewesen, also sie haben einander erstechen. How is the tension level in your home at the moment? Wie ist die Spannung daheim, so nebenbei? Do you have times when everything is peaceful and calm? Gibt es manchmal Momente daheim und es ist einfach so still und friedlich. And then suddenly, in a split of a second, there is chaos and anger. Und plötzlich, in einer Sekunde, ist einfach Chaos und Zorn und Maybe during this lockdown, there's actually been times when stabbing your children or partner has actually crossed your mind. vielleicht in dieser Lockdown-Zeit hat es Momente gegeben, wo du dir einfach so kurz plötzlich in deinen Gedanken ein Messer in deiner Hand hast und überlegt hast, wenn ich jetzt einfach meinen Partner oder meine Kinder stechen. Maybe it's that time when your child spends
6 hours on one maths question. Vielleicht ist es der Moment, wo du mit deinem Kind 6 Stunden an der gleichen Rechnung bist. Or when your husband helpfully informs you about which parts of the apartment he's noticed needs cleaning. Und True wenn story. dein Partner einfach so sehr hilfreich dich eine Art erinnert, an welchen Stellen im Haus man ein bisschen müsste putzen. Too much tension. Zu viel Spannung. Einfach zu viel. I had a different friend call me the other day. Dann kann ich von einem anderen Anruf erzählen, den ich erlebt habe. Now, her husband normally works away, Ihr Ehemann arbeitet normalerweise an einem anderen Ort. but obviously now he's home 24/7. Und jetzt ist ihr Mann 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche daheim. She said I had just spent the whole day dealing with the children. Sie sagt, ich habe den ganzen Tag mit meinen Kindern verbracht, Frustratingly trying to get them to do some homework, probiert zu schauen, dass sie ein bisschen Hausarbeit machen. I finally put them to bed Kann sie ins Bett haben. and exhausted sat down on the sofa. Und dann bin ich auf dem Sofa zurückgelehnt und dachte, endlich. Immediately, my husband Augenblicklich comes in, kommt mein Ehemann, sits down hockt ab and starts talking about how the coronavirus is affecting his company. fängt mein Mann an reden, wie jetzt der Virus sein Geschäft angreift. She said, Nadine, I just couldn't stand it. Und gesagt hat, Nadine, ich kann einfach nicht mehr mögen. I told him to shut up. Ich habe einfach gesagt, bist ruhig. I really did not care about what he had to say. Und ich habe wirklich gemerkt, ich mag nicht mich darum kümmern, was er jetzt gerade so spürt oder fühlt. You see, my friend just wanted some quiet. Ja, meine Freundin hat einfach Stille haben, Ruhe. A moment of peace. Ein kurzer Moment von der Stille. No sound. Kein Geräusch. How is the noise level in your home at the Wie moment? geht es am Lärmlevel daheim? Can you relate Kannst to du the dich need of finden? just wanting 5 minutes alone? Siehst du dich in diesem Bedürfnis, einfach 5 Minuten nur für dich zu haben? That 5 minutes to yourself. Die 5 Minuten für dich allein und ganz allein für dich. That 5 minutes peace. Die 5 Minuten von absolutem Frieden. Too much noise. Vielleicht hat es auch zu viel Lärm. In our home, Gareth has taken over Blake's bedroom as his office. Bei uns daheim ist der Gareth jetzt im Schlafzimmer von Blake und das ist jetzt sein Büro. That means that Blake has moved all his toys into our living room. Das heisst, dass der Blake seine Spielsachen alle in der Stube hat. Half of our living room is covered in Lego. Die Hälfte von der Wohnung, von der Stube, ist jetzt mit Lego bedeckt. And the other half is a classroom. Und die andere Hälfte ist ein Schulzimmer. Because the kids are having to do their schoolwork at home. Weil die Schule findet daheim statt. It's covered in books, worksheets, folders, pens, paper. You get the picture. Es hat überall Stift, überall Ordner, Papier. Du kannst dir das vorstellen. Now, for those of you that have visited my apartment, you know that I'm no clean freak. Die mich besuchen, wissen, ich bin nicht ein Putzfimmel. But I have some standards. Aber ich habe schon ein bisschen Standard habe ich also schon auch. I think it's not too much for me to ask to be able to walk to my sofa without standing on anything. Also einer von diesen Standards ist, kann ich von dort, wo ich bin, zum Sofa laufen, ohne dass ich muss durch Spielsachen warten. Now, since the lockdown, Also jetzt das alles zugemacht hat, I can share with you kann ich mit dir einfach auch mitteilen. that there have been many times when this simple need has not been possible. Kann ich dir jetzt einfach auch sagen, dass das tiefe, kleine, einfache Bedürfnis ganz vielmal nicht gestillt worden ist. I have beautiful cushions Oh. on my sofas. Ich habe wirklich schöne Küsse auf meinem Sofa. And every day
I arrange my cushions perfectly. Und jeden Tag gehe ich zum Sofa und ich tue die Küsse in die richtige Position stellen. This is literally the only way I can keep sane. Das ist meine Art, gesund zu bleiben in dieser Situation. I try to ignore all the mess around me. Ich probiere wirklich das Ganze durcheinander zu ignorieren. I blank out all of the Lego, all of the books. Ich ignoriere die Bücher, ich ignoriere die Legos. I just focus on my cushions. Aber die Küsse, die sind im Griff. That's right, just focus on my beautiful cushions. Meine schönen, wunderbaren Küsse, auf die bin ich fokussiert. How well ordered is your home at the moment? Wie ist dein Zuhause im Moment so organisiert? Are you Aufgeräumt? struggling to keep up with the washing? Wie ist das mit dem Wäschplan? Kommst du nachher mit dem Waschen? To keep up with the cleaning? Ist es super bei dir daheim? To keep up with tidying the toys away? Die Spielsachen versorgen? Too much mess. Vielleicht hast du wirklich auch zu viel durcheinander. Now, as I mentioned before, Gareth has taken over Blake's bedroom as his office. Der Gareth hat jetzt ja, wie ich gesagt habe, das Büro beim Blake jetzt eingerichtet. This is amazing because he can walk out of bed and literally into work. Für ihn ist das super. Er kann aufstehen und direkt vom einen Zimmer ins Büro laufen. He doesn't need to catch a train home. Kein Zug, den er mehr muss nehmen He can work late into the evenings. muss. Er kann bis spät am Abend arbeiten. He can work on Saturday afternoons. Er kann am Samstagnachmittag arbeiten. He can work all the time. Er kann immer arbeiten. That's great, Ist isn't doch it? wunderbar, oder? How many of you are struggling with the line between work life and home life? Wie viele von uns haben eine verwischte Linie zwischen Arbeitswelt und Freizeit jetzt? The merging of those two into one. Das Verschmelzen von diesen zwei Welten, wie ist das? One afternoon, Gareth came out of his office Ein Nachmittag ist der Gareth am Nachmittag aus dem Büro gekommen, onto the balcony for some fresh air. schnell ein bisschen Luft schnappen auf dem Balkon. And I actually asked him if he was still wearing his pyjama top. Und ich habe gesagt, hey, hast du eigentlich immer noch dein Pyjama-Oberteil an? Now, he wasn't, and unsurprisingly, he hasn't worn that particular top since. Er hat nicht, und es ist nicht überraschend, dass er das Oberteil nie mehr angehabt hat seither. But you understand what I'm saying. Aber du weißt, was ich meine damit. I actually thought it was conceivable for Gareth to still be wearing his pyjamas at 3 p.m. in the afternoon. Ich habe wirklich gedacht, für den Gareth könnte es in Frage kommen, bis am Nachmittag um 3 im Pyjama rumzulaufen und so zu arbeiten. The lines between work and home are now blurred. Die Linie zwischen der Arbeitswelt und der Freizeit, dem Zuhause, der Familie, sind plötzlich sehr, sehr verwischt. And too often, the consequences of that are too much work. Und die Konsequenzen von dem sind einfach auch, dass einfach zu viel Arbeit drum ist plötzlich. Every morning, the first thing I like to do is check how many people have died from the coronavirus. Eine von den Sachen, die ich am Morgen mache, ist, ich kontrolliere, ich schaue, wie viele Tote hat der Virus jetzt gemacht. There's this great website called Worldometer. Es gibt einen Worldometer, wo ich schaue, auf der Webseite. You can see every country in the world. Und es gibt da die Rangliste von all diesen Welten. It tells you how many cases there's been of the Wie viele Fälle pro coronavirus, Land, the amount of people that have died in each wie viele country, Todesfälle, how many new people have wie died, viele neue, how many people are in critical care. wie viele sind jetzt in Intensivstationen hospitalisiert. It gives you so much information. Es gibt so viel Information im Moment. Now, after I've checked that, I like to go onto the BBC website just to update myself on the news. Dann gehe ich, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich auf zur BBC und schaue, was sonst noch gelaufen ist. I read stories like the pregnant nurse who died from coronavirus, but her child survived. Ich lese dann so Geschichten, wie zum Beispiel die schwangere
eine Krankenpflegerin, wo gestorben ist wegen dem Virus, aber ihr Kind hat überlebt. Or the daughter who lost both her parents to the coronavirus within 5 minutes of each other. Oder die Geschichte von dieser Tochter, die ihre Eltern verloren hat, alle in 5 Minuten Abstand. Finally, I like to reread the coronavirus symptoms. Und dann lese ich nochmal, was sind die Symptome von dieser Krankheit. Just in case I might have unknowingly developed something overnight. Einfach falls ich etwas entwickelt hätte über Nacht. I wonder what the impact of this information we are exposing ourselves to is having on our well-being. Und mich nimmt es Wunder, was das Ausgesetztsein von so vielen Informationen und derartigen Informationen mit uns macht, auf unsere eigene innere Gesundheit. Sometimes it feels like this virus is attacking our minds as well as our bodies. Und ich habe eigentlich das Gefühl, der Virus hat eine körperliche Ebene, wo er wirkt, aber was es natürlich auch macht, ist, es geht an unsere Gedankenwelt und an unsere seelische Welt an. Who struggles with watching the news right now because they can Wie feel viele stress levels von uns rising? haben im Moment das Problem, wenn sie die Nachrichten hören und merken langsam, der Stresslevel steigt oder was passiert jetzt dann? That feeling of being overwhelmed, Das Gefühl von überfordert sein, the feeling of vulnerability, das Gefühl von ausgesetzt sein, of verletzlich, fear and uncertainty. von Unvorhersehbarkeit. The worries you might be having for your loved ones, Vielleicht sorgst du dich um deine geliebten Leute, um deine Familie, die nicht da ist. that there's a real chance you might not see them again. Und du hast vielleicht wirklich auch eine Sorge, dass du deine Familie nicht mehr wirst sehen. Worries about your job, Sorgen um deine Arbeitsstelle. your financial security, Sorgen um deine finanzielle Sicherheit und Stabilität. economic issues. Ökonomische Fragen, wie geht es der Wirtschaft? Fear is stalking the world. Im Moment ist wirklich Angst etwas, wo die Welt belagert. And it's growing Und es wächst every day. jeden Tag. Too much anxiety, Zu viel Angst, too much tension, zu viel Spannung, too much noise, zu viel Lärm, too much mess, zu viel Durcheinander, too much work, zu viel Arbeit, too much anxiety. zu viel Angst. At the moment, Im Moment. everything feels a little bit too much. Fühlt sich alles ein bisschen zu viel an. It feels like we're right in the middle of a storm. Es fühlt sich an, wie wenn du mitten in einem Sturm hockst. In such a shaky and uncertain climate, it's very easy to lose sight of Christ. Es ist in so einem Sturm ist es ganz, ganz schnell passiert, dass wir die Sicht von Jesus verlieren. To start to question his plan for us. Und dass wir anfangen, seinen Plan, den er für uns hat, in Frage zu stellen. The bottom line is, in a storm you have two choices. In einem Sturm hast du zwei Wahlen. You can either live by fear or by faith. Du kannst dich entscheiden, entweder in Angst zu leben oder im Glauben. Psalm chapter 46 verse 2 says, Psalm 64, Vers 2 sagt, Vers 6 sagt, Entschuldigung. I'm ready. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. When facing a storm, we instinctively run to find a safe place, to be protected from the wind and the rain. In einem Sturm machen wir etwas sehr Instinktives. Wir rennen einfach an einen Ort, wo wir im Schermen stehen. And in these crazy times,
we have a place to run to. Und in dieser verrückten Zeit, die wir jetzt erleben, God is our refuge, haben wir einen Schutz in Gott. our constant help, Er ist unsere konstante, beständige Hilfe, our safety. unser sicherer Ort. He is the only one who still reigns over all. Er ist der Einzige, der im Moment alles immer noch unter Kontrolle hat. He is the only one who can speak to the storm, peace, be still. Er ist der Einzige, der auch in so einem Sturm kann sagen, Friede, still, bis ruhig. Psalm chapter 23, verse 4 says, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Psalm 23,4 steht in der NGÜ, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten um mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir, dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. God reminds us in his word that he will be with us in the midst of it all. Gott erinnert uns, dass er auch mitten im Sturm, mitten drinnen mit uns wird sein. We can't stop the storms from coming. Wir können die Stürme nicht anhalten. Daniel still faced the lions. Der Daniel hat gleich vor die Leuen geworfen werden. Joseph was still thrown in prison. Der Josef ist ins Gefängnis geworfen worden. Job still lost everything. Der Hiob hat alles verloren. The disciples still faced persecution. Die Jünger haben gleich Verfolgung erlebt. It's natural for us to feel fear, Es ist ganz normal, Angst zu spüren. but Aber we don't have to struggle on our own. wir müssen es nicht alleine tragen. Being a Christian doesn't mean we will be kept away from every difficult storm. Weil obschon es heisst, dass wir als Christen nicht vor jedem Sturm bewahrt sind, But that God will be with us through it all. sind wir von Gott begleitet und von Gott gestützt in allem hinein. I think the temptation is for us to panic. Die Herausforderung oder die Gefahr ist einfach, dass wir auch versucht sind, Panik zu haben. To choose fear over Mm. faith. Und dass wir wie Angst als unser Grundgefühl wählen, statt Glauben. But God's promise to us is that no matter how stormy the waters of our life get, Aber es heisst wie auch, dass wir, egal wie stürmisch das Wasser von unserem Leben wird, Jesus will always be in the boat with us. wird Jesus immer im Boot sein mit uns. He will ride the waves of any storm. Er steht über den Wellen von jedem Sturm. He will speak his perfect peace into the middle of the rain and Seine the wind. Perfekte Stille und seinen perfekten Frieden rettet in Sturm und in Wind. I want to close with the words of a song that I have found helpful. Ich möchte ein Lied vorlesen, das mich so berührt hat und mir so geholfen hat. And hopefully they will also resonate with you at this time. Und hoffentlich spürst du auch etwas, wie das in deinem Herz Widerklang, Widerhall findet. You are my rock in times of trouble. Du bist der Felsen mitten in meiner Schwierigkeit. You lift me up when I fall down. Du hebst mich auf, wenn ich gehe. All through the storm, your love is the anchor. Mitten im Sturm ist deine Liebe mein Anker. My hope is in you alone. Meine Hoffnung ist in dir. You see, we can never sink so deep in despair that God is not there. Wir können nie so tief sinken, dass Gott nicht da kann sein. Our hearts can never be so gripped by fear that God's love is squeezed out. Unser Herz kann nie so viel Angst drin haben, dass die Liebe Gottes rausgedrückt wird. Nothing is too much for God to handle. Es gibt kein zu viel für Gott. For me, Für mich fear is a battle ist Angst eine Schlacht, mostly played in my mind. die sich am meisten einfach in meinem Kopf abspielt. The voice of fear leads me to question things. Die Stimme, die Angst hat, die bringt mich ins Grübeln und ins Infragestellen von allem.
It leads me to have doubts. Es führt mich in Zweifel. We need to make a daily decision Und wir müssen eine tägliche Entscheidung treffen, to lay down our fears and choose faith. unsere Ängste abzulegen und Glauben aufzunehmen. In the middle of this unsettling time, In der Mitte von dieser ganz verwirrenden Zeit auch, when things become a little too much, wenn die Sachen einfach auch zu viel werden. let's choose faith over fear Lass uns zum Glauben gehen und Angst liegen lassen. and peace over panic. Lass uns Frieden über die Panik stellen. I invite you now to close your eyes, Ich möchte, dass ihr die Augen zumacht. to quiet your heart, Lass dein Herz still werden. to pause your mind. Lass deine Gedanken kurz ruhen. Well, I read some verses from the Bible as a closing prayer. Ich möchte einfach das Wort Gottes über dich sprechen, während wir schliessen. Let's pray. Lass mich beten. Proverbs 4:23. More than anything, protect your mind, for life flows from it. Sprichwörter 4,23. Mehr auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Matthew 11:28-30. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's Yes. sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich zum Weideplatz mit saftigem Gras, führt mich zum Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf dem rechten Weg und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Amen. Amen.